Hi meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hack the Box. Heute wollen wir uns ein bisschen mit Schocker beschäftigen. Oh, ich habe mich bisher noch nicht damit beschäftigt, aber wir werden uns gleich damit beschäftigen. Und Schocker ist eine Maschine auf Hack the Box. Jetzt erstmal, was zur Hölle ist das eigentlich? Für die, die es vielleicht noch nicht kennen, es ist ja schon wieder eine Weile her hier. Okay, auf Hack the Box könnt ihr quasi legal Maschinen hacken, ja. Das Thema ist sozusagen, ihr bekommt eine virtuelle Maschine, ein System in einem Netzwerk drin, könnt euch mit VPN in dieses Netzwerk verbinden und könnt dann diese Maschine angreifen. Völlig legal, denn Hack the Box stellt euch diese Infrastruktur zur Verfügung. Ihr dürft natürlich das nicht an jeder beliebigen Maschine machen, im Internet einfach so, sondern wirklich nur bei diesen Dingern von Hack the Box. Und ja, das hat tatsächlich einen guten Sinn, denn irgendwie müssen wir Pentester natürlich auch unsere Skills sozusagen trainieren und das geht da wunderbar. Gut, wo wir das jetzt geklärt haben, warum steht da oben Dauerwerbesendung? Naja, ganz einfach, weil ich meinen Hack the Box VIP-Account, damit ich euch die alten Challenges zeigen kann, habe ich von Hack the Box gratis bekommen. Und warum ich euch keine neuen Challenges zeige? Naja, ganz einfach, die sind unter Verschluss. Die darf man nicht zeigen. Es darf keine Walkthroughs und keine Write-Ups geben, solange die Challenges noch normal online sind. Deswegen sehen wir hier immer inaktive Challenges. So, und ja, jetzt ganz kurz vielleicht ein bisschen privat. Warum zur Hölle hat das jetzt so lange gedauert hier, bis wir mal wieder Hack the Box machen? Es tut mir wahnsinnig leid. Es ist sehr, sehr viel los momentan. Die Website frisst gerade sehr viel Zeit, die ich ja auch gerade am Machen bin oder wo ich gerade dran bin. Es ist wahnsinnig viel passiert mit dem Vlog-Kanal, das habt ihr vielleicht mitbekommen. Und es sind andere Tutorials hier, die auch sehr, sehr viel Zeit fressen. Morgen kommt tatsächlich noch eins für euch, das, sagen wir, etwas länglicher ist. Es geht über eine Stunde und wir machen was sehr, sehr Cooles in Python dabei. Deswegen, ich hatte eigentlich für diese Woche gar keins geplant, aber, also gar kein Hack the Box geplant, aber jemand hat mir auf Discord geschrieben, dass ich das doch endlich mal wieder machen könnte und wo zur Hölle denn die neuen bleiben. Waren tatsächlich mehr als eine Person. Deswegen, ihr habt schon recht, ich sollte das häufiger machen. Sorry, habe ich lange vergessen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich versuche es regelmäßiger zu machen, aber aus Zeitgründen gibt es heute nur eine Easy-Maschine, wobei ich sie mir, wie gesagt, noch nicht angeguckt habe. Und ich weiß nicht, ob sie wirklich easy ist. Und jetzt, da ich das gesagt habe, lasst mich ganz kurz starten hier. Lasst mich auf den Screen wechseln. So, ich habe dich mal oben hingepackt, mal ausnahmsweise. Und wir sehen hier, ja, ich habe die Maschine schon gestartet. Das ist natürlich was ich im Livestream nicht machen kann. Wir haben hier schon mal die ganze Maschine gestartet. Die hat ein mega gutes Rating. Übrigens, diese Maschine mache ich deswegen, weil sie jemand mir geschickt hatte und weil ich gebeten wurde, genau diese Maschine zu machen. Sie ist auch schon ein paar Tage online. Hat auch schon einige Leute gegeben, die sie gelöst haben. Das scheint eine relativ beliebte Maschine zu sein. Und zwar eine Einsteigermaschine. Viele haben auch geschrieben, sie sind überfordert mit den harten Maschinen, mit den schweren Maschinen. Sie verstehen quasi gar kein Wort, was ich hier überhaupt von mir gebe. Und das möchte ich ein bisschen, ja, ein bisschen countern. Denn dieser Channel hier soll ja nicht nur für Leute sein, die Profi sind. Ja, die brauchen ja keinen Channel. Sondern es soll auch ein bisschen Bildung sein. Ich möchte erklären, was ich hier tue. Und ich möchte euch dabei helfen, dass ihr vielleicht selber irgendwann mal die schwereren Dinger machen könnt. Seht meinen Channel vielleicht eher als Einstiegspunkt. Und dann könnt ihr quasi auf diesem Einstiegspunkt aufarbeiten. Also natürlich habe ich weiterführende Videos. Ich habe einen Haufen weiterführende Videos. Aber ich kann natürlich die armen Leute, die vielleicht noch nicht so in dem Thema drin sind, nicht komplett verlieren. Das möchte ich einfach nicht. So, jetzt, was zur Hölle ist das eigentlich für eine Challenge? Wir gucken mal ganz kurz hier rein. Ihr habt gesehen, ich habe es noch nicht mal angeguckt. Hat wenig mit allem zu tun irgendwie. Scheinbar recht viel mit CVEs und ein bisschen CTF-lastig, wenig Custom, relativ real, mehr oder weniger, und ein bisschen Enumeration. Die Tags der Maschine, wo haben wir es denn? Machine Difficulty scheint relativ ausgeglichen zu sein. Und da gab es mal einen ordentlichen Ansturm. Vielleicht war die da einfach mal gratis. Das gibt es natürlich auch immer wieder. Es gibt Retired Challenges, die wiederkommen, immer mal wieder. Die könnt ihr dann einfach so mal spontan machen. Vielleicht hat mir das hier irgendjemand geschrieben. Es ist eine Linux-Maschine, das sehen wir an diesem wunderschönen Icon hier. Und wir gucken mal ganz kurz nochmal auf die Informationen. Das hat was mit Perl zu tun. Oh, ich kann Perl nicht wirklich. Wir gucken mal, vielleicht können wir das ein bisschen umgehen. Ich bin kein Experte in Perl, ich habe ein bisschen Perl mal geschrieben, aber nicht wirklich viel und es ist schon sehr lange her vor allem. Und es hat was mit Injection zu tun, das dürfte relativ easy werden, weil auch die Maschine natürlich so einfach geratet ist. Okay, gehen wir doch mal rein, ja? Gehen wir doch mal in unsere virtuelle Maschine. Jetzt lass mich mal kurz hier. So, und ich habe mal ganz kurz das Ganze noch auf Fullscreen gestellt, damit ihr das Ganze ein bisschen besser sehen könnt. Falls es trotzdem zu klein sein sollte, sorry dafür. Warum ich mich übrigens hochgesetzt habe, weil ich gelegentlich mit meinem Bild da unten drunter war. Und ihr wolltet unbedingt meine Fresse dabei sehen.
Da habt ihr sie. Okay, wir machen als allererstes mal, würde ich vorschlagen, zumindest einen Nmap-Scan. Jetzt lasst mich noch mal kurz die IP, wobei, halt, stopp, ich habe doch schon alles angepinkt. Ach, ich bin ein bisschen doof. So, das dann. Also, wir wollen Nmap durchführen. Machen wir mal sudo nmap. Oh, das ist super. Nehmen wir einfach den da, sudo nmap 10. Eigentlich kann ich das quasi hier übernehmen. Punkt 1, Punkt 175 ist die IP. Ja. Okay, Numpad war aus, jetzt ist es an, 175, Kali ist mein Passwort und ja, das wird ein bisschen dauern. Ich bin gespannt, was wir dabei rausbekommen. Okay, ihr, ja, bekommt natürlich jetzt die wie immer ungeschnittene Fassung davon. Ja, ich glaube, ich muss es rausschneiden. Es dauert ein bisschen. So, wir haben das hier bekommen. Das bedeutet erstmal hier Port 80 ist offen. Ist ein HTTP-Server, ganz normal. Hier unten haben wir HTTP. Es scheint ein Apache-Server zu sein, Version 2.4.18. System scheint Ubuntu zu sein. HTTP-Title, Site doesn't have a title. Okay, also quasi eine Webseite ohne Text. Und wir haben einen SSH-Port, der auf Port 2222 läuft. Normalerweise laufen die auf einem anderen Port. 22 normalerweise, aber der scheint ein bisschen verschoben zu sein. Wahrscheinlich, damit wir ihn nicht direkt finden, damit wir ein bisschen Schwierigkeiten damit haben. Okay, ich würde vorschlagen, wir gucken uns erstmal kurz die Website an. Dazu mache ich mal hier Firefox auf. Und das war 100. Ui. Das war das hier. Zum Glück habe ich das gespeichert. 175, ne? Unable to connect. Okay, das ist schlecht. 10.129.1.75. Ah, ja. Nein, nicht HTTPS, sondern nur HTTP. Don't bug me. Okay. Don't bug me. Ist das so? Dann schauen wir uns mal. Problem Loading Page. Ich hatte doch gar nicht vor, auf HTTPS zu wechseln. Was ist das? So. Inspect. Okay, es ist halt wirklich literally gar nichts drauf. Also wir haben ein Bild hier drauf mit einem Text, falls das Bild nicht lädt, und wir haben eine Headline drauf und das war's. Wir haben nichts, was irgendwie in der Konsole aussagekräftig ist. Und ja, die Auflösung hier stört mich auch ein bisschen. Also quasi im Endeffekt, diese Webseite ist sozusagen einfach sehr, sehr roh und quasi nicht existent. Ich vermute trotzdem, dass wir über die Webseite was finden, weil was anderes haben wir nicht. Wir haben ja hier im Endeffekt wirklich nur ausschließlich Port 80 offen, was eine Website ist, und Port SSH offen. Wir könnten aus diesem Ding könnten wir eigentlich nur ein SSH Brute Force machen, was in den seltensten Fällen wirklich gemacht wird, weil es halt einfach doof ist und nichts bringt. Wir schauen mal weiter. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwas finden wollen, was vielleicht versteckt ist, was würden wir dann als erstes machen? Naja, richtig, wir würden es brute forcen, also nicht die Passwörter oder sowas brute forcen, sondern quasi, wir würden in einer Liste von Sachen gucken, in einer Liste von möglichen Webseiten gucken, ob vielleicht was dabei ist. Und wir gucken mal, was Dirb sagt. Ich kann das eigentlich hier benutzen. Quasi so, wie wir es hatten, HTTP, und wir sagen 175 dazu. Das ist nice, dass wir hier die IP-Adresse quasi schon vorgefertigt haben, beziehungsweise so ähnlich haben. Ja, das wird eine Weile dauern. Also ihr seht, wir gehen hier einmal kurz durch. Das schneide ich natürlich jetzt auch wieder raus. Das müsst ihr nicht alles sehen. Aber es ist ganz cool, dass man hier mal sehen kann. Also ihr könnt das mal bei euch machen und dann seht ihr quasi, welche Seiten alle getestet werden. Es ruft im Endeffekt einfach immer einen Index auf und schaut, ob es da irgendwas findet. Und das, wie gesagt, ist eine große Wordlist, die wird dauern. Okay, ich habe mir tatsächlich einen Kaffee gegönnt in der Zwischenzeit und wir sind immer noch erst bei R. Was aber tatsächlich reicht für meine Verhältnisse, und zwar haben wir hier CGI Bin als Verzeichnis gefunden. Das würde bedeuten, wir haben, lass uns das mal kurz aufmachen. Wir haben hier eine URL, die, schauen wir mal nach. Ja, nicht Fullscreen, sondern D wollte ich. Das sind fette Finger. Okay, also wir haben hier im Endeffekt ein Verzeichnis. Ja, natürlich habe ich keine Berechtigung drauf, aber das Verzeichnis existiert. CGI Bin ist meistens ein Verzeichnis, wo irgendwelche, ja, Dateien abgelegt sind, die man für den Webserver ausführen kann. Und ich will wissen, was liegt in diesem Verzeichnis drin. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was liegt exakt in diesem Verzeichnis drin. Aber es gibt mehr oder weniger einige Dateitypen, die da normalerweise drin liegen und die gefährlich sind.
Speziell, da wir ja wissen, dass hier vermutlich ein Angriff möglich ist, weil es quasi die einzige Möglichkeit ist, irgendwas an der Maschine zu machen. Alles andere ist ja quasi dicht. Vermute ich, dass wir hier mit einem Shellshock uns reinhangeln können. Und ein Shellshock, also da können wir quasi einfach sagen, okay, wir haben wahrscheinlich entweder eine CGI-Endung, also quasi irgendwas .CGI, irgendwas .SH, irgendwas .PL. Ich vermute, dass es .PL ist, weil immerhin haben wir hier als Tags Perl gehabt. Und dann haben wir noch .py normalerweise, die in so einem Verzeichnis drin liegen können. Das sind so die 4 wichtigsten, die man da fassen sollte. Ich würde jetzt mal hier anfangen mit derp. Derp brauchen wir eigentlich keine Wordlist dazu angeben. Und ja, ich versuche in die Kamera zu sprechen, habt ihr recht. Ist ein bisschen weird, muss ich sagen, muss ich mich dran gewöhnen. Mache ich ja normalerweise nicht so. CGI/bin. Und jetzt würde ich hier tatsächlich nur nach einer bestimmten Dateiendung suchen, -x.pl. Gucken wir mal, ob wir da was finden. Das heißt, wir kriegen quasi nur Perl-Dateien hier quasi raus. Und wir sehen, hier werden alle Perl-Dateien durchgefasselt. Und mal schauen, ob wir da was finden. Ich bin sehr gespannt. Es dauert jetzt alles ein bisschen. Ich würde quasi dasselbe nochmal starten. Und zwar machen wir hier einfach mal, müssen wir eigentlich nicht da, so. Ui, oh, das war nicht gut. Okay, crap. Ja. Ah, verdammt, da war eine. No! Okay, wir machen das trotzdem nochmal. Derp 100. Das hat nicht so richtig funktioniert, ne, Linux? Das war ein bisschen weird. CGI bin / und wir wollen -x. Ups. -x. Weiß nicht, Python wird es wahrscheinlich nicht sein. .sh, wenn dann. Gucken wir mal hier nach. So. Ich werde jetzt das hier nochmal ganz kurz abbrechen, damit ich das nochmal neu laufen lassen kann. Und ich auch die Ergebnisse so kriege, wie sie sein sollen. Also, dass ich halt nicht quasi runtergescrollte Ergebnisse kriege, weil das sieht dann doch doof aus. Ja, das dauert jetzt auch wieder. Also, ihr seht, die Pentesting-Sachen sind viele Sachen, die man im Hintergrund laufen lassen kann, die halt einfach dauern. Aber man muss überlegen, was mache ich als nächstes. Und deswegen, ich weiß nicht, ich finde es live nicht so geil. Aber ihr könnt mir natürlich sagen, wenn ihr da völlig anderer Meinung seid, wenn ihr, ja, im Endeffekt, aktuell seht ihr mich noch nicht verzweifeln, das würde wahrscheinlich live eher passieren. Ich bin live übrigens immer ein bisschen überfordert, muss ich sagen, weil ich natürlich gleichzeitig Chat lesen soll, Pentesting machen soll oder halt alles Mögliche machen soll, was auch immer wir haben, und dann noch mit euch reden soll. Das ist tatsächlich krass. Also mein Gehirn kann Multitasking nicht so sehr. Aber ich rede wieder zu viel. Sorry, ich schneide das raus. Tatsächlich habe ich mich scheinbar vertan. Bei Perl wurde nichts gefunden. Da haben wir found 0. Aber wir haben bei .sh welche. Und ich hatte gehofft, dass wir das tatsächlich haben. Ansonsten hätten wir noch .cgi und .py machen müssen. Ich dachte eigentlich ehrlich gesagt, dass wir Perl bekommen. Aber ja, wir haben die User.sh gefunden. Das heißt, lasst uns mal hier drüben gucken. Habe ich noch hier irgendwo Firefox offen? Nein, ich habe keinen Firefox mehr offen. Nice. Dann kopieren wir uns das da mal. Und wir moven das wieder in den Stack rein. Habe ich echt keinen Firefox mehr offen? Ich habe keinen Firefox mehr offen. Okay, dann können wir hier eigentlich auch rausgehen. Dann, ja, dann machen wir Firefox nochmal auf. Huch. So. Okay, 192. Nein, halt, 100, was war's? 10, das da. Genau. 1,75. Ohne HTTPS allerdings. Dann cgi-bin/user.sh. Aha. Und wir saven die erstmal. Wobei, wir können sie auch direkt öffnen. Just an Uptime Test Script. Oh, das ist sehr, sehr klein. Oh, das tut mir jetzt sehr, sehr leid. Das ist wirklich abartig klein. Also ich lese kurz vor. Content Type Text /plain. Just an Uptime Test Script. Dann, 084100, also quasi 8:41 Uhr. Ab 36 Minuten, 0 Users, Load Average 0,000. Das ist sozusagen ein, ja, ist eine gute Frage, was das ist. Okay, interessant. Also da kann ich ehrlich gesagt wenig mit anfangen. Ich würde das hier mal wieder schließen. Ich vermute ganz, ganz stark, dass wir hier einen Shellshock haben, wirklich. Das ist das Einzige, was bei CGI-bin wirklich Sinn macht. Wir haben eine User.sh noch dazu bekommen. Jetzt ist die Frage, wie das Ding heißt. Shellshock. Exploit DB. Schauen wir doch mal nach.
Shellshock müsste hier, Mod CGI, Shellshock Remote Command Injection, das sieht doch sinnvoll aus. Ach, warum ist denn das alles so klein hier, Mann? So, all Cookies, Exploit, genau, Shellshock, Remote Command, okay. Ja, ich glaube, den habe ich sogar irgendwann schon mal benutzt. Aber ich weiß es nicht mehr. Das ist echt lange her. Ja, natürlich, genau. Ich glaube, ich weiß, welcher das war. Hier. Exploit, wo haben wir es? Payload, rhost, lhost, lport. rhost, rhost, rport, lhost, lport, pages. Pages. Wahrscheinlich hier die User.sh ist wahrscheinlich die Page. Proxy brauchen wir nicht. Okay, der müsste eigentlich in Metasploit auch drin sein. Gehen wir doch mal weiter hier. Was ist denn hier? Das ist der VPN. Okay. Dann starten wir doch einfach mal MSF Console, meine ich natürlich. Das dauert immer ein bisschen. Nicht wundern. Also ich bin schon noch da. Oh, schick. Capture the Flag. Was ist das? Das ist ziemlich cool. Das ist wirklich ziemlich cool. Die haben ja so geile Banner hinten dran. Okay, so. Wie hieß das Ding jetzt? Ach, shit, habe ich zugemacht? Nein, ich habe es nicht zugemacht. Okay, Mod CGI. Irgendwo den vollständigen Namen oder so? Nein? Mod CGI, verdammt. Okay, dann müssen wir hier erst noch mal kurz einen neuen aufmachen. Search, Exploit. Mod CGI. Nee, machen wir anders, machen wir anders. Machen wir erstmal hier einen Search Mod. Ich glaube, ein Bodenstrich war dabei, oder? Ja, Bodenstrich CGI. Wir haben Exploit, Multi, HTTP, Apache Mod CGI, Bash, env exec, Apache Mod CGI, Bash Environment Variable, Code Injection, Shellshock und das ist ein Scanner. Das heißt, wir wollen natürlich das obere haben. Dann sagen wir hier use 0. So, no payload configured, defaulting to, ja, reverse TCP ist fein für mich. Und brauchen wir noch irgendwas? Ja, richtig, wir müssen noch die Parameter einrichten. Parameter. Hallo? Okay, das war weird. Ich glaube, das war von VMware. Show Options erstmal, damit wir wissen, was wir einstellen müssen. Hier. Proxys brauchen wir nicht. rhost CVE haben wir. Command Length Max 2048. User Agent Method Get. Müssen wir ausprobieren. Ich würde vorschlagen, wir machen als allererstes mal den rhost, das sollte das einfachste sein. Das heißt, wir sagen hier set rhost zu jetzt. Oh, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Ich weiß nicht mehr, welche IP er hatte. 10.129.1.75. 10.129.1.175. Okay, rhost. Dann haben wir das hier. Wo ist es? rhost. Proxys, wie gesagt, nicht. Der Rest lassen wir erstmal. SSL-Set brauchen wir auch nicht. Haben wir ja keins. Und Target URI brauchen wir. Set Target URI. Die setzen wir jetzt auf quasi das angreifbare Skript, also CGI-bin. Und dort drin haben wir quasi noch das User.sh-Skript gefunden. Gucken wir mal, ob das vielleicht funktioniert. Dann würde ich eigentlich sagen, können wir schon laufen lassen, oder? Run. 100,46% dann. Okay, alles klar. Hat gut funktioniert. Ja, warten wir mal ganz kurz. Vielleicht klappt es ja. Es hat nicht geklappt. Schade. Exploit completed, but no session was created. Heißt meistens, es hat nicht funktioniert. Ich könnte mir hier... warte mal. Ich glaube, dass es das hier ist. Wir haben hier eine andere IP-Adresse. So. Wir haben
10, 10, 14, 37 ist eigentlich unsere IP-Adresse im Netzwerk. Die müssen wir natürlich ändern. Set lhost 10, 10, 14, 37. Und dann machen wir das nochmal. Run. Aha. So einfach geht das Ganze. Und jetzt haben wir nämlich schon das erste hier fertig. Wir haben eine Metapreter-Session bekommen. Das heißt, wir können jetzt damit quasi drauf zugreifen. Wir können damit jetzt ausprobieren, was quasi noch weitergeht. Da würde ich jetzt tatsächlich einfach erstmal, hier würde ich mal wieder rausgehen. Da würde ich erstmal drauf gehen und mal schauen, was wir hier unter ls haben. Achso, ja, natürlich. Wir gehen mal unter /home/ was haben wir hier? Shelly. Dann gehen wir mal in Shelly rein. Was haben wir hier? User.txt. Das wäre die erste Flag tatsächlich. User.txt. Das bedeutet, wer sind wir eigentlich? Who am I? Oh ja, das wird nicht funktionieren. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal die User-Flag bekommen. Die können wir uns jetzt ordentlich einverleiben, wie man so schön sagt. Und die speichere ich mir nachher irgendwo rein. Ich schneide das Ganze raus, das ist nicht so wichtig. Ich habe hier quasi einen Shared Folder gemacht, das ist eher der langweilige Teil. Ich mache das kurz. Okay, lasst uns als nächstes versuchen, hier Administratorrechte zu bekommen. Also wir haben ja gesehen, ich habe das Ganze jetzt mal ein bisschen aufgeräumt, damit die Leute, die vielleicht bisher auch nicht dabei waren, hier einsteigen können, falls ihr vielleicht Schwierigkeiten hattet mit den Administratorrechten. Gucken wir uns mal ganz kurz an, wir waren hier also wenn wir uns quasi direkt eingeloggt haben, waren wir im Home-Verzeichnis, beziehungsweise in diesem CGI-Bin-Verzeichnis. Wir können aber jederzeit ins Home-Verzeichnis wechseln von Shelly und dort lag die Flag. So, das war quasi das, was wir bisher gemacht hatten. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz nach, was für Rechte wir eigentlich haben. Dann machen wir mal sudo -l. Und das wird nicht funktionieren natürlich, weil wir keine Shell haben. Auch wenn wir Shelly sind. Wortwitz, sorry. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Wir müssen natürlich erst eine spawnen. Dann sagen wir hier sudo -l. Matching default entries for Shelly on Shocker. Env reset mail bad path secure path. User local sbin, user local bin, user sbin, bin. Root no password für Shelly user bin Perl. Das heißt, im Umkehrschluss, wir können, wenn wir hier sudo ausführen, Perl ausführen, ohne dass wir ein Passwort brauchen. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt nur Perl irgendwie verwenden, um im Endeffekt uns eine Shell zu spawnen als Administrator. Das ist halt super, super easy. Also das ist wirklich sehr, sehr easy. Das heißt, wir können sudo Perl machen und das Ding wird nicht meckern. Wir können jetzt jeglichen Perl-Code hier ausführen, den wir wollen. Wir können was Eigenes schreiben, wir können aber auch einfach -e machen. Dann executen wir noch. So weit reicht mein Perl tatsächlich noch. Und damit können wir ganz einfach sagen, hey, mach mal irgendwas. In unserem Fall, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wir probieren es mal. Exec sollte eigentlich eine Datei ausführen. Und wenn wir unter /bin/sh gehen, sollte theoretisch eigentlich bin/sh ausgeführt werden. Und zwar mit Perl. Und Perl wird als Administrator ausgeführt. Das heißt, wir sollten danach Administratorrechte haben. Mal gucken. ls funktioniert noch. ID. Root. Easy. Das war sehr einfach. Gehen wir mal eins zurück. ls cd/root vielleicht. Geht vielleicht schneller. Root.txt, cut root www.txt. So. Und das ist eure Administrator-Flag und die werde ich jetzt auch nochmal hier rüber packen. Und weil wir es vorhin rausgeschnitten haben, wie ich das hier rüber gepackt habe, mache ich das mal ganz kurz. Ich habe nämlich jetzt eine ungefähre Ahnung, wo mein Verzeichnis ist. Glaube ich zumindest. Mount HGFS Shared Folder, genau. Und hier drin war es die nicht Lean Enum, die haben wir irgendwann anders mal verwendet. Shocker.txt, hier genau die da. So, das heißt, wir fügen hier mal ganz kurz unsere Root ein. Tada, fügen wir das so ein. Und die kann ich auch aus meinem normalen System aus aufrufen. Das mache ich mal kurz. So, und jetzt kann ich hier einfach wieder hergehen, Submit Flag und rein damit. Die war wirklich relativ einfach. Ich würde mal sagen, very easy. Nicht Piece of Cake, weil man musste ein bisschen was denken, aber ziemlich einfach. Und das zweite war, ui, hoppla, jetzt habe ich Time Extended, nee, habe ich nicht. Okay, das zweite wäre die Root Flag, die ich hier reinpacke.
Und die war schon sehr, sehr einfach. Machen wir mal very easy. Ja, und damit haben wir tatsächlich beide Systeme geknackt und wuhu, Shocker has been pawned. Okay, Shocker has zweimal been pawned. Cool. Ja, freut mich. Ich hoffe, euch hat es auch soweit gefallen. Wie gesagt, sorry dafür, dass es wieder so eine leichte Challenge war. Wir wechseln nochmal ganz kurz auf mein Face. Und tatsächlich ist das jetzt vielleicht für viele so ein bisschen Enttäuschung gewesen, weil es so einfach war. Aber ich finde, man muss jedem die Chance geben, irgendwie mitzukommen. Wir machen jetzt hier immer mal wieder solche Challenges. Und wie gesagt, morgen gibt es ein Riesenvideo zu Python. Ich glaube, viele Anfänger können hiermit relativ viel anfangen. Und ich kann so auch ein bisschen vielleicht euch helfen, da mehr reinzukommen in das Game. Und für viele Sachen muss man dann am Ende googeln. Für die einfachen Sachen, die sollte man halt irgendwann auch mal drauf haben. Genau, und damit war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.